Hallo und willkommen aus Kuba. Ja, heute startet somit der erste Vlog aus Kuba und ja, was soll ich sagen? Die Reise war sehr, sehr lang. Wir sind aus Deutschland angereist über Istanbul nach Havanna. Das waren 3 Stunden nach Istanbul, 13 Stunden, glaube ich, dann von Istanbul nach Havanna. Ansonsten war aber alles wirklich top. Ja, wir sind dann gestern angekommen, tatsächlich sehr, sehr ermüdet. Wir sind hier in einer Casa untergekommen, das ist relativ nah auch am Malecón, das ist gleich hier vorne. Ähm, und ja, genau, haben dann gestern noch ein bisschen ja, die Stadt erkundet, in Anführungsstrichen, man kennt sie ja, aber wir haben ja heute ja sozusagen mal dieses Mal jemanden dabei, der Kuba noch gar nicht kennt und deswegen genau sind wir ein paar Punkte mal abgelaufen und abends hatten wir noch eine Tischreservierung in einem Restaurant. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir, que tú me quieres dejar. Nochebuena de perreta, que lo que quiero es la bendición para mi gente de la caleta. ¿Cómo? Nochebuena, papá, de perreta. Heute ist Tag 2. Gestern musste ich nochmal schauen, ich habe eine kubanische SIM-Karte, die hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Also ich konnte telefonieren und SMS schreiben, aber das Internet war nicht aktiviert. Da mussten wir nochmal einen Etexa-Shop aufrufen oder auffinden, besser gesagt. Und ja, das ist natürlich am 31.12. nicht ganz so einfach. Hatten dann noch einen gefunden, wie in Obispo, also da, wo halt ja, wo viele Touristen letztendlich stattfinden. Und das war auch der Grund, warum dort geöffnet war. Aber da war auch alles nur mit ja, über Kartenzahlung möglich, wenn es denn darum ging, einerseits mehr Guthaben aufzuladen, aber andererseits auch für meine Frau zum Beispiel eine neue SIM-Karte zu kaufen. Von daher werden wir da wahrscheinlich dann tatsächlich erst am 3. Januar fündig, wenn wir uns dann ja anderweitig umschauen müssen bei anderen Texas-Shops hier, weil so lange ist jetzt hier erstmal ja, sind Feiertage letztendlich. Das heißt, hier werden viele offizielle Dinge die nächsten Tage nicht funktionieren und von daher gucken wir mal. Genau, das erstmal zum ersten Tag. Wie gesagt, sehr ermüdet angekommen. Die Casa Particola aquí, also hier ist sehr, sehr schön. Tatsächlich, Lage ist top. Na, wie gesagt, hier vorne ist, also ist ja Prado del Paseo und da ist noch gleich der Malecón. Das sind hier, weiß ich nicht, also vielleicht 100 Meter. Na, dann sind wir da. Also sehr, sehr gut gelegen und preislich auch vollkommen in Ordnung. Ich hatte jetzt den Preis gar nicht mehr so im Kopf, aber ich kann euch das mal einblenden. Beziehungsweise hatte ich auch überlegt, dann vielleicht mal ein Video zu machen zu allen Casa Particulares, wo wir in dieser Reise dann halt ja, entsprechend anwesend waren oder welche wir genutzt haben. Einen Großteil haben wir tatsächlich schon vorab jetzt über Airbnb gebucht, also gerade jetzt die Anreise im Grunde genommen.
weil ich hatte euch ja im letzten Video schon mal unseren Reiseplan so ein bisschen erläutert. Ne? Wir wollen ja letztendlich hier in Havanna starten. Wir bleiben mal ein paar Tage, dann geht es weiter nach Vinales. Von Vinales nochmal einen Tag zurück nach Havanna und dann ab nach Trinidad und von dort aus dann nach Contra Maestre. Na, und alle Punkte bis nach Contra Maestre sind im Grunde genommen schon vorab geplant. Und genau, da habe ich dann halt Airbnb genutzt. Das macht sich ganz gut tatsächlich. Ne? Und da kann man dann halt auch entsprechend mit den Besitzern ja, schreiben und alles klären, falls noch welche Fragen offen sind. Beziehungsweise auch vorab dann irgendwie kostenlos stornieren, sollte irgendwas unklar sein. Genau, also von daher, Airbnb kann ich an der Stelle tatsächlich empfehlen. Wenn ihr Airbnb nutzen wollt, ich habe auch einen Code, glaube ich, kann ich euch mal einblenden. Also wenn ihr dann über Airbnb buchen wollt, ihr aber noch kein Airbnb-Mitglied seid, also dort noch nicht angemeldet seid, dann könnt ihr ja gerne mal meinen Code benutzen oder halt mein Link dazu. Dann tut ihr uns beiden was Gutes. Na, genau. Ja, Airbnb. Nee, ansonsten ja erstmal ankommen. Ne? Heute ist wie gesagt Tag 2, beziehungsweise der erste volle Tag, auch wenn wir gestern früh angekommen sind. Na, wir sind ja gegen 7 Uhr gelandet. Das hatte ich gar nicht erzählt. Wir hatten einen VIP-Service am Flughafen gebucht. Das kann man ja vorab bei manchen Flughafen machen. Das haben wir dieses Mal auch gemacht, weil wir halt sehr, sehr viel Gepäck dabei hatten. Wir hatten ja insgesamt also selber 7 Gepäckstücke plus halt ja, unser Freund auch nochmal also 8 Gepäckstücke insgesamt, glaube ich, waren es. Ist natürlich relativ viel, plus halt Handgepäck. Mal kurz überlegen, nee, wir hatten 6 plus 1, also 7 Gepäckstücke plus Handgepäck, ist also relativ viel. Und da hatten wir dann gesagt, okay, wir buchen halt diesen VIP-Service. Da ist halt inkludiert, dass man halt, also da wartet jemand quasi vor dem Gate ja, diese Person schleust uns dann quasi an den ganzen Kontrollen vorbei. Also da sind wir dann immer, ja, der Letzte wird der Erste sein sozusagen. Sind dann halt also an der ganzen Warteschlangen vorbei. Dann zum Check von der Viajeros, also die Zollbestimmung. Dann ging es weiter zur Passkontrolle und halt immer an allen letztendlich vorbei. Dafür bezahlt es halt aber auch. Also wie eine Fastlane sozusagen. Genau, dann halt durch die Kontrolle durch, also hier die Gepäckkontrolle. Und dann war halt der VIP-Raum eigentlich direkt dort, wo halt das Gepäck ankommt. Da ist dann halt ein Salon sozusagen, eine Lounge. Da konnte man rein, da konnte man halt ja, trinken, essen, wie man möchte, klimatisiert, sich hinsetzen. Und eine Person hat dann ja, für uns dann sozusagen die Koffer gesucht. Preislich war das, glaube ich, lag es irgendwie bei 32, 33 Euro. Auch hier kann ich es nochmal einblenden. Von daher war das an sich okay, sage ich mal, wenn man halt Stress vermeiden will, gerade mit so viel Gepäck. Na, ja, kann ich, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Und das hat sich dann für uns auf jeden Fall auch gelohnt. Meine Frau musste dann tatsächlich noch mal ein bisschen was nachzahlen, wegen Übergepäck. Aber das hat sich auch in Grenzen gehalten. Da hat sie irgendwie, ich glaube, 20 Euro bezahlt, meinte sie. Und genau. Ja, ansonsten werde ich euch noch einen kurzen Überblick zu unserer Casa geben. Ja, genau, so hier ist die Eingangstür. Man kommt dann halt quasi direkt rein ins Wohnzimmer. Hat dann halt hier den Balkon mit der Aussicht auf die Straße. Da vorne zum Balkon. Und dann hat man hier ein Hauptzimmer. Da ist auch meine Frau gerade drin, da ist halt ein Bett drin und ja, letztendlich Badezimmer und jedes Zimmer hat halt einen Kühlschrank und eine Klimaanlage. Und dann haben wir hier den kleinen Innenhof. Und da hat man dann dort jeweils noch 2 weitere Zimmer und die Küche. Da sind dann halt unsere Begleitpersonen drin. Genau, also von daher kann man hier die Zimmer einzeln anmieten mit dem Hauptzimmer hier.
Ne? Oder halt aber auch dann halt in einer größeren Menge. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Schlafmöglichkeiten. Und wie gesagt, preislich auch vollkommen in Ordnung. So, ja, das war das allererste Video. Ja, hier noch sozusagen so ein bisschen in der Erzählperspektive, denn wir haben noch nicht so viel gemacht, beziehungsweise hier und da schon ein bisschen was gemacht, aber man war auch einfach zu müde, immer wieder die Kamera raufzuhalten. Von daher, ja, heute startet Tag 2 in Havanna und ja, jetzt wird es ein bisschen umfänglicher von den Aufnahmen. So hoffen wir es zumindest. Ja, wenn ihr euch davon überzeugen wollt, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Und bis dahin, saludos, ciao.